Guten Morgen Deutschland und Europa. Aus den Niederlanden kommt diese Wildbox. Die Farbe ist, glaube ich, ganz neu. 2 Leute sind hier. 16. Mai 2023. Patrick Nüsken. Morgen. Und du bist ja? Werner Wild. Werner Wild. Werner Wild, genau. Ja, das verspricht ja einiges, oder? Ja, deswegen der Name. Ja. Ja, ein wildes Ding. Rampenwinkel passen, das heißt hochgradig geländefähig. Ja, absolut. Ja. Insbesondere jetzt hier mit dem Knottfahrwerk, der Einzelradaufhängung, die Box mit dem größten Bett, 2,10 Meter x 1,60 Meter, können wir gleich noch sehen. Und ansonsten nur hochwertigste Komponenten, extrem gut verarbeitet und Ein Ding für die Ewigkeit, oder was? genau. So, der Kompass ist oben drauf, die sieht man auch nicht so oft, aber im Offroad-Bereich schon relativ oft. Ja, es ist schöne, ich mag auch die Verpackung von der, schöne 270 Grad Markise, sodass man gut auch bei schlechtem Wetter hinten an die Küche kommt. Die geht einmal drumherum. Dauert es lange, um die raufzuziehen in der Praxis? Nö. Reißverschluss auf, Klettverschlüsse öffnen und rumziehen. Ja, mach mal. Mach mal, genau. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen, ja. Ja, die ist neu, die ist noch nicht ausgepackt gewesen. Ja, das ist toll. Ja. Das können wir mal ausprobieren. Ja. Aber 270 Grad, das sind natürlich die Fans des Amarok. Wenn die zusammenstehen, dann haben die immer diese 270 Grad Markisen. Die war wirklich noch nie draußen, sehe ich gerade. Und das Ganze geht in 0, nichts, wird einfach gezogen. Und wer sowas noch nicht hatte, der muss es kaufen. Weil in der Praxis, Patrick, gibt es nichts Besseres, oder? Nee, es geht super schnell und man hat tatsächlich so einen kleinen überdachten Wohnraum quasi geschaffen. Ein Refugium. Ja, genau. So, und kann hier jetzt toll an der Küche arbeiten, ohne dass das Wetter einen irgendwie stört. Boah, ist das krass. Ich liebe diese Markise. Ist sie teuer eigentlich, Aufpreis? Boah, frag mich jetzt nicht. 1000 oder? Drum und bei, ja. So, das Ersatzrad ist Show, aber könnte auch in der Praxis ganz nützlich sein, oder? Genau, kann man brauchen. Ja. Also wenn es passiert, ist man froh, wenn man eins hat. Ne? Das sieht natürlich auch gut aus. Das Ganze kann man abstützen, das macht auch wirklich Sinn, denn es hat ja nur eine Achse. Und das Bett, hast du gesagt, ist das Größte, was man sich vorstellen kann in dieser Klasse. Ja, 2,10 Meter Länge, 1,60 Breite, mit Lattenrost drunter, richtig gute Matratze. Also besser geht's nicht. So, komm, wir schauen uns das mal an, dass wir mal reinschauen. Das Konzept ist geländegängig oder klein, das heißt oder cool. Hängt jetzt hier an einem Tiguan dran. Und die Fahrzeuge von heute haben ja nicht mehr so viel Anhängelast. Was wiegt der denn, Lea? Also je nach Ausstattung so zwischen 700 und 800 Kilo. Geht bis 1300 mit der Achse und ist von der Stützlast her moderat. Das heißt, also für die allermeisten Fahrzeuge ist das kein Problem. Ja, wir haben ganz viele Tiny House Videos gedreht aus den Niederlanden. Die bauen das in Perfektion. Habt ihr schon diese neuartigen CNC-Maschinen? Ja, die benutzen wir für alle Holzseile. Ja. Ist ja praktisch, also dass die auch schon haben in den Niederlanden. Aber man sieht das, die Spaltmaße, hast du mir erzählt, das kriegt man als Schreiner natürlich auch hin. Aber in der Menge, wenn du sagst, ich hätte gerne 100 Schubladen, alle identisch, das ist schon gut, oder? Nee, das geht nur über CNC, das ist klar. So, das auch die Passgenauigkeit in der Kabine, ne? Also wie der Möbelanschluss an die Seitenwände ist und so. Das ist alles perfekt. Soll ja auch nicht auseinanderfliegen. So, außen GFK, was haben wir? Oder außen Alu? Nein, das ist ein GFK-Sandwich, 3 cm. Ist aber schön lackiert, du siehst keine Struktur vom GFK. Nee, ja, das hängt natürlich auch so ein bisschen von, klar, einmal hängt es am Lackierer, zum anderen hängt es natürlich auch an der Struktur des Materials. Wir haben glatte Paneele, gibt ja auch andere, wie an der großen Box, die wir gesehen haben. Ansonsten, ja, man sieht ja die Spaltmaße und alles, das ist alles super. Wir haben da hinten ein Querbett, was man einhängen kann, entweder als Kinderbett, Hundebett, einfach nur Ablage. Und Licht hat es auch, sehe ich gerade. Ja, vor allen Dingen alles dimmbar, alles schönes warmes Licht. Wir haben überall Steckdosen, USBs. Das ist alles ganz, ganz toll gemacht. Oh, die Whitebox ist total schön. Lattenrost. Wir haben richtig gutes Lattenrost, richtig gute Matratzen. Also Schlafkomfort sagst du wie im Hotel Mon, wo ich war heute? Besser. Besser. Ja. So. Hier haben wir einmal, ich gehe mal auf die andere Seite, einmal Gerne. auf der rechten Seite Stauraum.
So, abgeschlossen. Der Kollege macht auf. Ja, das Schöne ist natürlich, dass man sehen kann, es funktioniert sogar, wenn es zu ist. Er kommt nicht rein. Was ich liebe, ist dieses kleine Tischlein. Da können wir gleich mal drauf zu sprechen. Genau. Hier ist komplett die Technik untergebracht. Alles super zugänglich. Alles von Victron. Alles hochwertig. Die Batterie aus, sehe ich gerade. Eine Lithium-Batterie von Victron, 100 Ampere-Stunden. Genau. Das ist mit drin. Ist auch über App steuerbar. Kommst auch gut ran. Also einfach runterklappen. Eben. So, dann klemm mich mal auf mit diesem Bett hier. Das ist, glaube ich, eine tolle Geschichte, wenn du was ablegen möchtest. Genau. Oder Du kannst das einfach komplett wegnehmen. Ja, dann verstaust du es quasi am hinteren Teil. Dann stört es dich am wenigsten. Und wenn du es brauchst, rollst du es aus. Und dann packst du es hier in die Halterung. Kannst du gut belasten. Du hast trotzdem unten, wenn du als Erwachsener unten schläfst, genug Beinfreiheit. Das stört dich nicht beim Schlafen. was ich auch cool finde, du könntest da auch was trocknen. Du kannst da ein Handtuch drauflegen, wenn du zum Beispiel jetzt am See warst, was du nicht draußen hängen lassen möchtest. Das ist gut. Wahnsinnig viel Stauraum. Ist hier echt große Klappen. Hier unten noch für Kleinkram. Ja, und wie du schon sagst, ich zeige es dir mal von dieser Seite. Dieser Tisch, den kannst du natürlich von draußen benutzen. Du kannst ihn auch einklappen. Das heißt, wenn du da sitzt, kannst du den auch für dich als Essenstisch zum Arbeiten, egal was, auch benutzen. Stößt natürlich auch nicht an, wenn du ihn reindrehst. Ja, der Himmel ist schön. Das gefällt mir. Indirekte Beleuchtung ist klasse. Also ein tolles Refugium. Wenn du mal gerade hier oben öffnest, bitte, so eine Klappe, so da mal reinschauen. Der Platz ist unerreicht groß. Ja, der ist riesig. Da kannst du einen ganzen Koffer, einen Flugkoffer reinmachen oder sogar zwei. Ja, Handgepäck passt Handgepäck da rein. passt da rein. Das stimmt. Nee, und wir haben sehr viel Fenster, ne? Also wenn du mal durchgezählt hast, wir haben 6 Fenster. Also du kannst extrem gut lüften. Du hast, auch wenn du hier sitzt, quer die Blickrichtung frei. Nach vorne, nach oben. Kannst natürlich alles verdunkeln. Überall sind Moskitonetze verbaut. Ja, du schielst auf die Heizung. Hier haben wir eine Propex-Heizung drin. Das ist eine Gasheizung, die über Gas und Strom laufen kann. Das ist das Besondere. Das heißt, wenn du auf dem Campingplatz bist oder an Plätzen, wo du Strom hast, kannst du die über Strom laufen lassen, umweltfreundlich und ohne die Nachbarn zu ärgern. Und ansonsten, wenn du wirklich autark bist, läuft eben alles über Gas. Ja, toll. Liegefläche nochmal? 2 Meter? 2,10 Meter mal 1,60. 2,10 mal 1,60. Geh mal rein, du bist 1,90. Hier sind ja Folien auf den Matratzen. Er wird es nicht kaputt machen. So, du sagst, Ich bin jetzt mit den Füßen hinten ist jetzt bei. und habe hier noch ewig Platz. So muss das sein, ne? Also auch mal endlich mal für lange Hamburger Jungs ein totales. Und da kannst du dich anlehnen, wenn du hier zumachst. Dann hast du wirklich ein gemütliches Feld. Tisch. Ja, und ich kann mich toll bequem anlegen. Also das Geile ist, du kannst hier ein MacBook drauflegen und kannst schön abends Serien gucken. Ja, genau. Ja, und du hast hier auch Ablagen, weißt du, für Kleinkram während der Nacht, das nicht runterfällt. USB hast du hier, Steckdosen. Ja, alles da. Wechselrichter kein Problem, kann man nachrüsten. Ja, Kleiner. ja. Kleiner Wechselrichter. Genau. Ja. Ist natürlich So. abhängig von der Batteriekapazität. Frage, was ist das hier für Material hier von dem Schutzblech, was drauf ist? Alu. Alu. 3 mm Alublech. So, wie seid ihr auf die Idee gekommen, sowas zu bauen? Das ist Als Hobby. aus Spaß, hat nichts zu tun. Spaß, genau, ja. Und Interesse, persönliche Interesse. Und ich möchte gerne etwas bauen, was vernünftig ist und was robust ist. Ja, das ist gelungen. Wie ist der Rahmen miteinander verbunden außen? Was sind das für Alu? Das ist alles GFK. So, das heißt auch hier alles GFK. Alles geklebt. Okay, das heißt, du hast keine Kältebrücken, Alu. Genau. Es ist das gleiche Material, komplett umlaufen. So, gleiche Ausdehnungskoeffizient. Alles identisch. Läuft nichts an. Hast du den jemals geprüft? Hast du jemals drin geschlafen? Ja, absolut. Ja, sehr oft. Ja, man muss sich selber das auch mal probieren. Echt? Hast du gedacht, ich probiere es mal selber aus? Genau. Du bist auch groß, ja. Das heißt, also wichtig war dir ja ein Fahrzeug zu schaffen, wo du keine Platzangst kriegst. Und Genau. die weißen Farben innen, die machen das so groß innen, finde ich, oder? Ja, finde ich auch. Ja, deswegen auch diese Farbe gewählt. Ja. Ja, wir haben auch Anthrazit sonst zum Teil in der Küche gehabt, auch mal drin, auch sehr schön.
Aber es ist natürlich am Ende Geschmackssache. Alles ist möglich. Ich finde Wenn du diese, mal schauen möchtest, ich finde diese Markise finde ich so klasse. Heizung Ja. drin. Das ist die Heizung. Ja. Das ist alles. Heizung mit nochmal so einem extra Schalldämpfer im Ausgangskanal, dass das innen nicht so laut wird. Das heißt, wenn hier jetzt irgendwie mal Wasser eintreten sollte, durch zum Beispiel einen Wasserschaden, da passiert gar nichts. Genau, Oder? nee, kein Holz, so kein Risiko auf... Also Möbel sind aus Holz, die sind aber die oben. Möbel, Ja. aber der Aufbau ist ohne Holz. Ja. So, auch hier passt alles. Es sieht schon wieder so aus, als ob man das Ding nicht für 5.000 € kriegt. Oder? Nein. Für 5.000 kriegt man bei uns gar nichts. Das weißt du ja. Nein, das ist alles wieder echter Bambus, hochwertige Edelstahlspüle. Ja. Sag mal, wenn du damit campen gehst auf einem Campingplatz in Zeeland und du stellst das Ding ab, sind da auch die Niederländer, gucken die auch schon mal und sagen, was ist das? Absolut. Jeder kommt vorbei, möchte gerne sehen, was es ist. Für viele ist es unbekannt. Bist du jemals freigestanden? Also, Ja, auch. Ja, auch. Ja, man kann autark stehen. So. Ist das erlaubt in Niederland? Nein. Nein. Nee, Echt nicht. echt nicht. Man darf nicht stehen bleiben. Nein. Krass. Und dann kommen die Flicken und Genau. krass. Ja, Kühlschrank, Dometic, ein Kompressor. Was habt ihr? Kompressorkühlschrank, ja. 40 Liter Kompressorkühlschrank. 200 Watt Solar, also reicht völlig, um dauerhaft autark zu stehen. Wir haben hier ein schönes Gas-Ceranfeld. Die Holländer stehen ja total auf Gas. Ich finde es super. Das integriert sich schön in die Küche. Also Gas ist ja von der Energiedichte schon unerreicht. Also da so eine Flasche hält den ganzen Sommer. Du kannst damit kochen, du kannst damit heizen, du kannst alles damit machen. Also in der Praxis gar nicht so schlecht. Also wenn du natürlich genug Energie hast, dann Full LED. Ja, die sieht super aus, beleuchtet. Die ist toll. Ich liebe diese Lampen. Also guck mal hier durch die Kamera mal durch. Guck mal, wie schön die wirkt. Das Siehst du's? sieht schön aus, ja. Ja. Es sieht aus wie bei meiner Spielzeugeisenbahn damals. Genau. Habe ich immer geguckt. Sag mal, du bist ziemlich verliebt in dein Auto, oder? Das gefällt dir. Das gefällt mir absolut, ja. So, da haben wir Wasservorrat, Ja. Frisch- und Abwasser. 2x10 Liter. Genau. Zusätzlich 10 Liter dazu. Ist das praktikabel durch das kleine Loch? Das sieht so aus wie so ein Chirurg, wenn du so. Ja, das funktioniert. Das funktioniert. Zeig mal, wie geht das? Praxistest. Was heißt, der zieht. Ach, da ist noch genug Platz an der Seite, gell? Ja. Ginge da auch noch mehr rein, theoretisch? Nee, das ist ein bisschen eng. 20 Liter geht auch. 20 Liter geht auch. Ja. Sehr schön. Also 20 Liter würde ich dann nehmen. Aber du sagst, in der Praxis ist das schon ganz gut, weil so kleine Mengen, die nimmst du eben mal mit. Ja, wer kann schon 20 Liter Wasser auf eine längere Strecke tragen? Also es ist ja auch wirklich nur das Wasser, was ich in der Spüle benutze. Es ist ja jetzt nicht zum Trinken da. Von daher passt das alles. So, die Frage aller Fragen, die mich die Leute immer stellen. Duschen Holländer nie oder Niederländer? Außendusche. Kann man auch drauf machen. Man kann hier einen Wasserbehälter drauf machen, wo man duschen kann. Also es gibt so einen speziellen, der erwärmt sich sogar. Wird das nicht? Solage heißt. Genau. Ja. Es wird nicht zu heiß dann, das Wasser. Oder ist dir das schon mal passiert? Dass Das habe ich selber noch nicht probiert. Also es gibt ja da, in dieser Industrie gibt es ja unglaublich viel. Ja. Also wenn du mal auf die Abenteuer Allrad fährst, an Zubehör, also dass du hier oben drauf schrauben kannst. Ein Thule ist jetzt mit drauf. Ja. Und, aber die Markise, die ist doch fast ein Muss, oder hier, oder? Also sehe ich so. Also so ein Fahrzeug ohne eine Markise macht meiner Meinung nach eigentlich keinen Sinn. Ja, Aber es ist alles optional. Ne? Jeder kann das sich zusammenstellen, wie er möchte. Farben sind frei wählbar, also nicht nur Raltöne, sondern auch Autolacktöne. Also wenn einer das ganz passend haben möchte, geht das auch. Also da sind wir völlig flexibel. Die Farbe ist extrem unauffällig. Das heißt, wenn du jetzt hier im Wald stehst, was du ja in Niederlanden nicht darfst, wirst sofort eingesperrt, nehme ich an. So, ich guck mal, Unterfahrschutz habt ihr drin? So ein kleines Rohr? Achso, ja, so ein Astabweiser. Ne? Ein Astabweiser. Genau. Okay. Ja, hier sind wir, Wildbox. Hier vorne ist noch, Ist die auf? Ja. die ist auf. Ja, es ist die große Staubox hier verbaut. Kriegst du also 2x5 Kilo Gas mit, hast da ordentlich Platz. Und ja, ist eine Spezialanfertigung für dieses Fahrzeug. Ja, da würden auch die 11 reinpassen, theoretisch, oder?
Na, ich weiß nicht, ob die hier wirklich reinpasst. Müsste man probieren. Also 2x5 ist aber Passt. völlig ausreichend. So, plus. Sag mal, so jetzt mache ich die Island-Durchfahrung eines Flusses. Ja. Wie tief darf der denn im Wasser sein? Nicht tiefer als das Auto. Ja, was soll ich dazu sagen? Also es endet einfach schlicht und ergreifend da, wo die Türen anfangen. 50 cm Wattiefe. Okay. Schwallwasser, wenn da mal irgendwas mal dagegen schwappt, Das ist kein Problem. das ist kein Problem. Kein Problem. So, das heißt also hier die Dichtung, du sagst, das ist dicht? Komplett dicht. Okay. Natürlich hier durch die Steckdosen irgendwann mal, wenn das große Hochwasser wird er nicht überleben, aber dann irgendwann läuft auch hier mal das Wasser rein. Aber ja, cooles Fahrzeug. Ja. So, du baust dich schon wie lange jetzt? Seit 2 Jahren. So, was ist die Story, als du jetzt den ersten gebaut hast? Wie war die Reaktion? Ja, viele positive Reaktionen haben wir bekommen. Und dann dachten wir müssen weiter. So, wir haben mehr Fahrzeuge gebaut und dann bin ich mit Patrick in Kontakt gekommen. Und sind wir zusammen, haben wir das weiter durchentwickelt und weiter aufgebaut. Ja, ich habe mich davon überzeugt, das Bett größer zu bauen als die allen anderen. Und das kommt einfach gut an, weil es ist ja auch ein Fahrzeug, wo man sich bei schlechtem Wetter auch mal bequem drin aufhalten können möchte. Und das kannst du bei 2,1,40 Meter in unseren Körpergrößen, ist das einfach nicht schön. Und hier hast du einfach viel mehr Volumen. Also das ist ja nicht nur die Bettlänge, sondern auch das Volumen, das sich dadurch ergibt. Ja, und wenn ich sagen darf, wir arbeiten ja auch an Wildbox 2, also eine deutlich größere, wo man dann auch reingehen kann, stehen kann. Darauf freue ich mich ganz besonders schon. Mit Toilettenraum, ja. Und Dusche? Dusche, Sitzecke, ja. Ja, ich frage schon mal nach einer Dusche, weil ich bin heute Morgen aufgestanden im Motel One und dachte mir, wenn ich jetzt keine Dusche gehabt hätte, Mensch, dann, du weißt ja, wie das ist bei Männern. Ja, nee, ich brauche auch mal eine Dusche morgens, da gebe ich dir recht. 2 Weißwein, du siehst aus wie, als hätten sie sich gerade beerdigt. Waren das nur 2 gestern? 3 waren es. So. Gläser, also keine Flaschen. So, hier sind wir in Hamburg. Ja, tolles Fahrzeug. Jetzt bin ich mal gespannt. Die Wildbox 2 kommt wann? Was denkst du? Ende des Jahres. 2023. 2023, genau. So, wie lange bist du hergefahren? 4 Stunden. 4 Stunden. So guck mal, für 17 Minuten nur. Genau. Ja, hat sich gelohnt, oder? Absolut. Absolut. Obendrauf, das heißt, auch das ist wirklich auch entsprechend belastbar. Kannst du die Reling belasten? Statisch 200 Kilo, dynamisch 100. Das heißt, wir haben auch schon große Dachzelte montiert. Das geht. Kein Problem. Ja. Also der Vorteil hier an dieser Kabine ist, du kannst auch große starre Dachzelte benutzen, wenn du das möchtest. Also du bist nicht auf Klappzelte minimiert wie bei den anderen. Das ist der Vorteil, weil die Karosserie einfach länger ist als typischerweise. Und die Propex-Heizung hast du schon öfter jetzt verbaut, oder? Ja, ist super. Das ist das gleiche Prinzip wie im Kipp. Da heißt die Rail-Heizung, kommt aber aus dem gleichen Stall. Funktioniert einwandfrei und ist die umweltfreundlichste und vor allem die leiseste Verbrennung, ne? Also wenn man autark steht. So, wenn ich jetzt den günstigsten Budget Wildbox mir planen würde, wo käme ich denn hin? Ja, also ich sag mal, fängt an bei Mitte 20, also realistisch. Wir haben, glaube ich, noch keinen gehabt, der nicht über 30 lag. Okay, aber für 30 kriege ich einen guten. Ja, gut ist sie sowieso. Aber die Frage ist jetzt einfach, wie viele Optionen brauche ich, möchte ich haben. Ja. Manches sollte man natürlich bei Bestellung wirklich sicher sein zu wählen oder eben nicht. Andere Sachen wie jetzt Trägersystem und so weiter, das kann ich nachrüsten, aber alles andere eben nicht. So, und jetzt kommt mein Gegenargument. Für das Geld kriege ich ja schon einen Doppelachser Tabat. Genau. 8 Meter. Ja, viel Spaß damit. Viel Spaß damit. Also es ist eine andere Anwendung. Genau. Es ist speziell hinter so einem Auto hinterherzuziehen. Du bist, du kennst das ja selber. Es muss auch passen zu der Person. Die muss sich damit identifizieren können, ja. Und ich bin jetzt ein alter Sack, ja. Ich würde jetzt ich sag mal Tabat fahren. Die haben auch schöne Fahrzeuge, muss man sagen. Absolut. Ja. Aber hier sagst du, die Belastbarkeit, die Geländefähigkeit, all das, das Ding macht das mit, was ein Geländewagen kann, oder? Er lauft mit. Ja. So, alles ist so gebaut, dass harter Offroad-Betrieb, ja, den Möbelbau nicht aus dem Konzept bringt, oder? Nee, genau. Ja. Nur stabile Materialien sind da gewählt, alle gut verbunden.
So. Nimm mir mal ein paar Länder, wo du dich wohlfühlst, außer Niederlande. Skandinavien, Österreich, Frankreich, Italien, In die Schweiz darf er nicht, oder? Schweiz auch. Schweiz auch. Ja, Wir haben absolut. schon in die Schweiz verkauft. In die Schweiz verkauft. Ja, war gar kein Problem mit der Zulassung. Die Zulassung, die Einzelabnahme hast du? Ja, es sind alles Einzelabnahmen. Einzelabnahmen. Ja, So. ja. Ja, was sagt der TÜV Niederlanden? Wie ist der Name vom TÜV in Niederlanden? RDW, Rijksdienst Wegverkeer. Ja, was sagen die so, als sie den gesehen haben? Haben die Hände beim Die Kopf? waren auch begeistert und das war das so okay. So. Knott, ist das ein Niederländer oder ein Deutscher? Ein Deutscher. Deutsches Fahrwerk. Warum kein Flamex? Weil ich nur deutsche Produkte lieb und Sag das nochmal. ich liebe deutsche Produkte. Nur das Beste. Boah, du darfst nie wieder einreisen in die Niederlande, weißt du das? Ja, jetzt ist Feierabend, jetzt musst du hier bleiben. Ja, das ist so. Ihr seid ja nah an der niederländischen Grenze. Ich glaube, du fährst 2 Stunden, dann bist du da, oder? Bis Ja. ungefähr. Ja. Je nachdem, wie schnell man fährt, ja, also 1,5, 2 Stunden. So, also eigentlich auch ein tolles Surfer-Ding. Das heißt, du könntest die Surfbretter oben drauf machen. Oben drauf machen. Ja. Ja, hier sind wir, Wildbox. Nochmal dein Name, du hast einen geilen Namen. Werner Wild. Werner Wild, ja, tatsächlich. Und deswegen auch Wildbox. Genau, Ne? Wildbox, ja. Boxformig und Wild Outdoor. So, und das Ganze könnt ihr 3-mal kaufen. Nämlich bei Wheelhouse in Hamburg sind wir. Und das Ganze am Offerkamp Nummer 9D. 9D. Also D heißt übrigens, ich zeige euch das mal. Das ist wie, es gibt ja so hier in Hamburg so Fenster, ja, wo immer Personen sitzen dahinter, die dir zuwinken. Und genauso ist das hier. Er hat quasi so ein großes Tor und daneben sind immer so Handwerker. Und jeder Handwerker hat sein eigenes Tor. Das ist so eine Handwerkermeile hier. Oder? Richtig. Ja, heißt Meistermeile. Hier sind, ich weiß nicht, 70 Betriebe, glaube ich, untergebracht. Und da bist du auch, das passt auch so ein bisschen zu dir, finde ich hier. Also nicht so dieses Bling-Bling, sondern schon so ein bisschen Offroad, oder? Ja, nee, wir sind mitten in der Stadt, gut zu erreichen, auch mit öffentlichen. Alles von der Bar, von der Autobahn 10 Minuten. Das passt. So, vielen, vielen Dank, dass du hergekommen bist, Werner. Und ich wünsche dir so viel Glück, ja, weil, aber so all das, was ich sehe, also das mit dem GFK und so weiter, das Konzept, also das ist wirklich für die Ewigkeit gebaut. Rampenwinkel, du hast dich wirklich bemüht, maximale Geländefähigkeit, oder? Absolut, ja, das war wichtig. Er müsste nicht höher sein noch, oder? Nee. Nein. Nee. So, dann vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind bei Wheelhouse. Ja, das Ganze in Dasing. Das ist zwischen Augsburg und München. Da hast du noch eine Niederlassung. Und ganz neu, Tede, hat er schon erzählt? Mülheim-Kerlich Oh, das bei ist Koblenz. Ja, 1.7. Ja, perfekt. So, und er hat auch schon Gerne. gesagt, Ja. er wird sofort mal 25 Stück ordern und die da Wenn hinstellen. Werner die liefert. Ungefähr Lieferzeit, was hast du? 6 Monate so ungefähr. 6 Monate. Also das Original, wenn ihr mal 25.000 oder 30.000 Euro zu viel habt, ja, investiert es in eine Wildbox. Farbe, egal, Raltone. Ja, das ist ein Cosmic Green, so eine original englische Land Rover Farbe. Aber wie gesagt, kann man in jeder Farbkombi bekommen. Würde sich auch besonders wohlfühlen hinter einem Land Rover, einem Hilux, einem RAV4 auch, also irgendwas Kleines. Haben wir auch schon Kunden gehabt, ja. Dankeschön. Tschüss, ihr beiden. Ciao, ciao. Ciao.